So, weiter geht's mit dem Koppelvorgang an einem BlackBerry Bold 9900. Dazu schalten wir die Soulmate an. So, akustisches Signal kommt und wir drücken in den Koppelmodus. Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting on your phone. So, und die Sprachansage kommt, dass wir das Bluetooth-Menü am Telefon verwenden sollen, um entsprechend nach dem Gerät zu suchen. Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting on your phone. So, da ist er auch schon. So, der BlackBerry ist jetzt verbunden. Soulmate is connected. Jetzt ist er connected. So, und dann gehen wir mal in die Audioanwendung rein. Soulmate is connected. So. Also ihr seht jetzt, der Sound wird wiedergegeben. You know I love you, baby. That was you. You know I love you, darling. I give you everything. So, dann werden wir das Ganze mal ein bisschen vergleichen, damit wir einen Soundvergleich haben. Ich habe ja hier noch das Bose Sounddock da, welches ich ganz gern dafür verwenden möchte. Dazu nehme ich allerdings ein anderes Smartphone in Betrieb, damit wir einmal zwei und die gleichen, also beides die gleichen Smartphones für die unterschiedlichen Audioquellen verwenden. So. So, dann werden wir jetzt mal einen Test vorspielen, und zwar als erstes einmal an der Jabra. So, weiter geht's mit der Übertragung auf das Bose Sounddock. Dafür muss ich das Ganze einmal umschalten hier. Und wir hören den Song auch nochmal von vorne. This morning, down the road I go. You know I love you, baby. That was you. You know I love you, darling. I give you everything you need. So haben wir eigentlich einmal schon mal einen guten Vergleich. Also man hört hier eigentlich ganz gut den Unterschied. Natürlich kann so ein kleines Gerät gegenüber dem großen Sounddock vom Bose nicht hinterherkommen. Einmal, weil es auch um die Größe hier geht, und qualitativ ist das hier doch eine andere Preisklasse. Und zwar, wenn wir hier sehen, das Bose Sounddock liegt ungefähr bei 300 €. Und die Jabra Soulmate wird es im Handel ungefähr ab 179 € geben, kann natürlich variieren, aber das ist die Preisempfehlung direkt von Jabra, 179 € für den kleinen, den man überall mit hinnehmen kann, wo der Akku verbaut ist, den man jederzeit aufladen kann, wo man absolut flexibel ist. Mit dem, wie gesagt, mit dem Sounddock braucht man eine externe Stromversorgung, und das ist dann auch eine ganz andere Linie. Um nochmal zurückzukommen auf den Anschluss mit einem PC oder Mac, das erfolgt alles per Plug-and-Play über das entsprechende USB-Kabel. Das zur Info für euch, das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Also es geht total schnell miteinander, das zu verbinden. Ansonsten, alles Wichtige haben wir schon gesprochen. Shock Protection hat das Gerät. Wir haben, also es ist regenabweisend. Direkt nochmal zum Lautsprecher. Was wichtig ist, ihr könnt ihn an jedem iPod, an jedem Smartphone, an jedem iPhone, an jedem Musikanlage, MP3-Player verbinden per Bluetooth oder über den 3,5 mm Buchsenstecker.
miteinander verbinden. Das Gerät selber hat eine Shock Protection, ist regenresistent und absolut robust. Allein schon die Fußsohle. Die Fußsohle hat aber auch eine zweite Bedeutung noch oder Funktion. Wenn der Bass hier rauskommt, dann wackelt halt der Lautsprecher nicht, sondern hat einen richtig guten Halt, weil es hier eine entsprechende Gummisohle halt auch ist. Ganz pfiffig gelöst ist hier das 3,5 mm Kabel angelegt. Verschwindet ganz schnell wieder und man sieht es nicht, wenn man es nicht benötigt, weil man es per Bluetooth verwendet. Ja, ansonsten ist es wirklich ein formschönes Gadget, was man, wie gesagt, gerne mit sich rumtragen möchte. Ich würde es wahrscheinlich eher zu Hause verwenden, an einem Platz bringen, wo ich bis jetzt keine Soundanlage habe oder keinen Lautsprecher, um einfach überall in den Räumen, wenn man eine große Wohnung hat, entsprechend Musik hören möchte. Ja, unverbindliche Preisempfehlung, 179 € von Jabra. Auf Macberry gibt es dann nochmal einige Details zu dem Gerät, beziehungsweise natürlich auch wie immer eine Menge an Fotos in Nahaufnahme und so weiter. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit der Review und bis zum nächsten Mal wieder.